Hallo zusammen hier auf dem Kanal vom Kaffeeshop. Ich darf euch heute die neue Jura Z10 SB vorstellen. Sie ist seit einer Woche auf dem Schweizer Markt erhältlich. Sie hat hauptsächlich ein Software-Update bekommen, was relativ cool ist. Wir haben sie jetzt seit einer Woche intensiv getestet, möchten unsere Erfahrungen mit euch teilen und wir wünschen euch dabei viel Spaß. Ja, wir haben hier das Update, die Jura Z10 SB. Was hat sich verändert? Wir haben mehr Produktvielfalt. Wir haben 51 Kaffeespezialitäten. Wie kommen wir auf die 51 Kaffeespezialitäten? Wir haben eigentlich unser klassisches Sortiment, das man kennt. Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffee. Und davon aber verschiedene Varianten. Den Cappuccino einmal als Cold Brew, wir haben ihn als Sweet Foam und so kommen wir insgesamt mit allen zusammengezählten Varianten auf 51 Spezialitäten. Die ganzen Produkte sind in verschiedene Genusswelten neu aufgeteilt. Also das heißt, wir haben unsere Hot Brew Genusswelt, die Standard Genusswelt, die man eigentlich von früher kennt. Neu ist aber so, wir können dann auf die Sweet Foam Genusswelt und es wird unser ganzes Portfolio gefiltert auf die einzelnen Sweet Foam Produkte. Zusätzlich, was ganz neu ist bei der Z10, ist unsere Profilwelt. Das heißt, wir können jetzt zusätzlich zu unseren klassischen Produkten auch noch verschiedene Profile anwählen und können da losgelöst von allen Genusswelten unsere Produkte individuell gestalten. Beim Start haben wir dann auch die Möglichkeit, auf eine gewisse Genusswelt oder auf ein gewisses Profil einzugehen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte immer auf mein Profil starten oder ich möchte in meiner Genusswelt starten. Und so haben wir eigentlich von der Programmierung her wirklich eine große Auswahl und das haben sie wirklich cool gelöst. Jeder findet eigentlich seine Einstellung und kann auf seine Bedürfnisse perfekt eingehen. Das Display funktioniert sehr, sehr gut, sehr, sehr feinfühlig und neu und es war langsam auch nötig. Können wir auch swipen. Bei der alten Z10 war es ja noch so, dass wir hier unten drücken mussten. Technisch neu dazugekommen ist der Light Brew, eine Genusswelt. Hier wird der Kaffee mit ein bisschen weniger Pulver und mit einer geringeren Temperatur gebrüht. Das hatten wir in der ENA 5 schon und in der E8 ist mittlerweile auch reingekommen in der neuesten Version. Ist jetzt auch bei der Z10 integriert und bietet eine Möglichkeit, um einfach noch milde Kaffees für sich zuzubereiten. Dann haben wir mit der Sweet Foam Funktion zusätzlich noch eine neue Schoko-Funktion bekommen. Da haben wir auch einen extra Adapter dazu, der mitgeliefert wird. Der ist ein bisschen größer. Wir können hier jetzt auch mit einem Schokoladensirup eine warme Schokolade für Kinder machen. Es funktioniert sehr gut. Oder auch ein Mochaccino und haben dann einen schönen schokoladigen Geschmack in unserem Kaffee. Bis jetzt gab es den Sweet Foam Adapter für Haselnusssirup. Neu jetzt der Schokocino Adapter. Dann haben wir die zwei neue Assistants, die dazugekommen sind. Einmal den Hygiene-Assistant, der mir nach einer gewissen Zeit sagt, dass ich gern das Wasser doch mal wechseln sollte oder das Wasser schon länger nicht mehr gewechselt wurde. Genauso, dass der Kaffeesatz gewechselt werden sollte oder ausgeleert werden sollte. Wenn der nämlich nach ein paar Tagen nicht voll ist, damit wir da eine perfekte Hygiene haben, weist mich die Maschine darauf hin. Dann haben wir einen Milk Assistant, der wird hier unten rechts am Display angezeigt. Hier haben wir die Möglichkeit, bei einem Wunsch von einem Milchwechsel die Taste zu betätigen. Wir können dann eine Milchspülung machen und können dann sofort eine andere Milch anhängen und haben so nicht mehr die restliche Kuhmilch oder die Hafermilch, was auch immer drin war, sondern haben eine schön gespülte Milch und können sofort einen Wechsel vornehmen. Hardwaremäßig ist neu die Reverse Mill dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt das PAG 2 Plus Mahlwerk verbaut. Bei der Z10 beim Vorgängermodell war es ja schon so, dass wir den Mahlgrad pro Produkt anpassen konnten. Bei einem Kaffee konnten wir sagen, der Mahlgrad soll gröber oder feiner sein. Bei einem Espresso konnten wir dann einen anderen Mahlgrad einstellen. Neu ist es natürlich genau gleich, aber jetzt dreht die Mühle auch nach jedem Produkt zurück und entlastet sozusagen. Dadurch haben wir über längere Zeit ein perfektes Mahlergebnis. Dann haben wir den Coffee Timer neu integriert. Jetzt ist es auch möglich, seine Kaffeemaschine einzustellen auf 6 Uhr am Morgen. Das Gerät stellt automatisch an, kann dann einen Kaffee ausgeben und wenn man aus dem Schlafzimmer in die Küche kommt, steht der Kaffee schon fertig zubereitet da. Frage ist ein bisschen, wer braucht es? Wenn man 5 Minuten länger liegen bleibt, ist der Kaffee wahrscheinlich schon kalt.
weiß man am Abend schon, welchen Kaffee man am Morgen möchte. Aber auf jeden Fall war die Nachfrage in den letzten 10 Jahren immer da oder es wurde immer ein bisschen auch Spaß drüber gemacht. Kann ich denn meine Tasse am Abend schon vorher drunter stellen? Jetzt ist es möglich. Die Maschine spült dann am Abend beim Ausschalten alles komplett und dann wird am Morgen auf das Spülen verzichtet und es kommt dann gleich der Kaffee in die Tasse. Über die Joe-App kann das Ganze gestartet werden. Zusätzlich haben wir neu auch noch einen Koffeinregler und zwar haben wir im Easy Mode die Möglichkeit, unseren Koffeinregler einzustellen, mit wenig Koffein das Produkt zu beziehen oder mit einem mittleren Gehalt oder mit viel Koffein. Hier müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben noch keine genauen Informationen erhalten, welche Parameter hier genau einwirken und deswegen können wir noch nicht ganz genau sagen, wie stark sich der Koffeingehalt wirklich verändert, auch bei welchem Boden, wie viel Einfluss das hat. Wir hoffen, wir kriegen da noch genaue technische Informationen, wo wir nachreichen können. Bis jetzt ist es einfach so, man stellt den Regler auf hoch und hat dann wahrscheinlich mehr Koffein in der Tasse. Kommen wir zum Fazit. Wir haben ein super Update bekommen, softwaretechnisch. Wir haben eine neue Mühle, die jetzt auch zurückdreht. Allem in allem wirklich eine klare Verbesserung. Jeder, der aber eine Z10 SA hat, weiß, wie toll das Produkt vorher schon war. Es ist auch unser Lieblingsprodukt in der Produktpalette von Jura. Von dem her würden wir jetzt nicht sehen, dass man unbedingt wechseln muss von einer bestehenden Z10 auf eine neue Z10 SB. Wer aber ein neues Produkt sucht, auf jeden Fall Sensation. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut, in Laufenburg oder in Zürich im Jura Store. Auch wenn ihr eine Z10 SA hat, kommt vorbei, können wir zusammen einen Kaffee trinken. Und bis dahin wünschen wir euch gute Kaffeemomente.